Willkommen zu einem weiteren Test bei Nextmove. Wir testen heute den Hyundai Kona gegen den Hyundai Kona. Und zwar geht es uns konkret um einen Ausstattungsvergleich bezüglich des Merkmals Wärmepumpe. Wir haben 5 Grad. Was bringt die Wärmepumpe? Muss man sie kaufen? Es ist ein Trend und ein Style. So, was testen wir an den beiden Autos? Diese beiden Autos, die auf den ersten Blick identisch erscheinen, trennen 3.500 €, und zwar ein Style und ein Trend. Was sind die wesentlichen Ausstattungsmerkmale, die die beiden unterscheiden? Was hat der Style mehr als der Trend? Und zwar hat er Full-LED-Scheinwerfer, er hat LED-Rücklichter, er hat kabelloses Laden für das Smartphone, er hat eine Stoff-Leder-Kombination in den Sitzen, während der Trend Vollstoffsitze hat. Und natürlich die besagte Wärmepumpe. Den Trend gibt es bereits nach Abzug der Barfarben mit der kleinen Batterie für ungefähr 30.000 € im Laden zu kaufen. Premium-Ausstattung gibt es nicht mit der kleinen Batterie. Wir gehen also auf die Piste und testen die beiden Autos. Wir wollen zunächst versuchen, die Unterschiede rauszukitzeln und beginnen bei Tempo 90 km/h, dass also der Unterschied in der Heizleistung möglichst auch sichtbar wird. So, wir starten die Autos. Wir drücken Heizung Auto und stellen uns 23 Grad ein. Ja, haben wir. Und kein Driver Only. Und schließen das Fenster und fahren los, würde ich sagen. So, noch ein paar Worte zu den Testbedingungen. Wir sind unterwegs rund um Leipzig auf unserer Hausstrecke, haben uns heute für eine sehr langsame Geschwindigkeit entschieden, um den relativen Verbrauch der Heizung etwas mehr herauszustellen. Deswegen fahren wir also nur Tempo 90. Eine Tempo 90 beim Hyundai Kona sind ungefähr 4 km/h Tachoabweichung. Die Fahrzeuge sind mit Sommerreifen bereift, beide natürlich identisch. Sie haben sogar die gleiche Farbe. Wenn also die Sonne rauskäme, hätten wir davon auch keinen Unterschied. Wir sind jetzt aber auch mal 2 km/h hochgegangen, sind also nicht starr festgenagelt auf die 90 km/h. Der Grund ist, dass wir hier also auch die LKWs nicht behindern wollen und ohne Windschatten möglichst auf der rechten Spur fließend in einer großen Lücke das Pensum bewältigen und möglichst ohne Geschwindigkeitsänderung. Das ist also der aktuelle Testansatz. Ich sitze jetzt gerade im Trend. Ich muss noch mal gucken auf die Sitze, welches Auto ich erwischt habe. Und der hat also auch schon Abstands- und Lenkassistent. Er fährt also im Autopiloten sozusagen aktuell über die Autobahn. Ist sehr angenehm. Und wir haben jetzt 8 Grad draußen. Viel wärmer soll es heute eigentlich auch nicht werden. Dass wir also schon Testbedingungen haben, wo die Wärmepumpe eigentlich ihre Vorteile ausspielen sollte. Ob sie es tut, werden wir sehen. So, unseren zweiten Tester möchte ich noch vorstellen. Der Friedmann, Tester und Kameramann, ist heute nicht zum ersten Mal dabei, aber das erste Mal sozusagen bei einem größeren Test als Testpilot mit dabei. Und wir haben jetzt die ersten Kilometer hinter uns, nämlich genau 25 Kilometer gefahren. Und normalerweise resetten wir immer die Bordcomputer, wenn wir die Autos einmal aufgeheizt haben, um diese Phase des Aufheizens aus dem Durchschnittsverbrauch rauszuhaben. Aber gerade heute wollen wir die Phase ja drinne haben. Also auch die Aufheizphase war uns wichtig. Bordcomputer-Reset erfolgte im kalten Auto sozusagen. Und nach 25 Kilometern sollte der Unterschied also eher noch relativ groß sein. Checken wir doch mal, wie aktuell der Unterschied ist zwischen Style und Trend. Ich frage mal den Friedmann. Friedmann, wie sieht es denn aus? Was hast du denn aktuell für einen Durchschnittsverbrauch? Also ich bewege mich jetzt momentan bei, jetzt zeigt er mir da drin, dass ich das Lenkrad nicht loslassen soll, 16,6 Kilowattstunden. Danke dir, 17,8 hier hinten. Also Dann kommt der Bleifuß wieder durch. 1,1 Kilowattstunden, 1,2 Kilowattstunden aktuell mehr Verbrauch auf gerade mal 25 Kilometer Durchschnitt. Die Frage ist jetzt, pendelt sich das ein auf diesem Niveau oder rutschen wir noch näher zusammen, weil die Aufheizphase ja jetzt tendenziell auf die Länge der Strecke an Einfluss verliert. So, schauen wir mal, würde ich sagen. Ein weiterer Umstand, der uns noch interessiert, Batterie und Schnellladen wollen wir am Ende des Videos auch noch mit in die Testkriterien aufnehmen.
Da ist es so, dass die Batterieheizung Grundausstattung ist beim Hyundai Kona, also auch der Trend sollte sie haben. Die Autos standen heute Nacht draußen bei einer Temperatur von ungefähr 5 Grad. Gestern war es ein bisschen wärmer. Ich habe hier unten das kleine Dongle angesteckt und mir ein paar Werte besorgt. Wir sind also gestartet mit 8 Grad Akkutemperatur und werden den Akku also relativ leer fahren heute im Verlauf des Tests und gucken mal, wo wir dann rauskommen und wie schnell das Auto lädt. Bei mir gehen aktuell 16% meiner gesamt aufgewendeten Energie für den Heizungsbetrieb drauf. Wie viel es da vorne ist, verrate ich noch nicht. 90 km/h auf der Autobahn. Wer hätte gedacht, dass das so spannend sein kann? Die erste Runde ist rum. Ich habe die Geschwindigkeit auf der Autobahn über GPS mitlaufen lassen und da erst auf der Autobahn angefangen zu stoppen. Das heißt, Autobahn-Durchschnittsgeschwindigkeit lag bei 87 km/h. Wir sind also teilweise auch 100 km/h gefahren, um uns störungsfreie Lücken ohne Windschatten zu suchen. Durchschnittsverbrauch im Style 16,4 Kilowattstunden und gefahren seit Start 95,6 Kilometer. Schauen wir nochmal nach vorne auf die Werte. Da haben wir einen Heizungsverbrauchsanteil sozusagen von 15% und haben noch Strom im Akku noch 57%. Gucken wir mal in den Style, wie dort die Werte aussehen. Friedmann, da ist er. Wir sind im P, haben noch nichts resettet. Wir sehen also einen Durchschnittsverbrauch, wir holen ihn uns mal, von 15,6 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und einen Heizungsanteil von gerade mal 8% und stehen im Akku bei 58%. So, ich habe mal gerechnet, wir liegen aktuell bei einer Differenz im Durchschnittsverbrauch pro 100 Kilometer bei 0,8 Kilowattstunden. Das wohlgemerkt sehr soft gefahren. Das heißt, da ist der absolute Unterschied größer. Ne, der relative Unterschied ist größer, der absolute bleibt ja gleich. Das heißt, wir testen jetzt mal ein bisschen schneller und gucken, ob da die Differenz prozentual näher zusammenrutscht. Denn aktuell liegen wir bei 5% Unterschied. Das sind auf den kompletten Akku bei dem aktuellen Verbrauch gerechnet ungefähr 12,5 Kilometer und das ist auch der Wert, nämlich 12 Kilometer, den uns die Bordcomputer sagen. Da stehen also aktuell noch 145 zu 157 Kilometer Reichweitendifferenz, die wir noch fahren könnten mit den Autos aktuell. Also vorläufiges Ergebnis bei 8 Grad Außentemperatur, 5% Unterschied, ringfrei zur zweiten Runde. Wir fahren noch ein bisschen schneller und dann gucken wir noch, was die Autos am Schnelllader machen. So, wir sind gestartet zur zweiten Runde. Wir fahren 120 km/h laut Tacho und interessanterweise nur 3 km/h Tachoabweichung. Also bei 90 hatten wir eher Richtung 4 km/h und jetzt bei 120 nur 3 km/h Tachoabweichung. Und wir haben auch wir wollen einfach noch ein zweites Wertepaar haben, deswegen haben wir uns jetzt für 19 Grad Heizung entschieden. Das Auto hat natürlich ein paar Kilometer gedauert, bis es runtergekühlt hat. Schauen wir uns mal an, wie aktuell die Datenlage aussieht. Und zwar nämlich, dass hier unten die Lampe für AC angegangen ist. Das heißt, er würde eigentlich kühlen, aber bei Klimaanlage haben wir hier 0 kW stehen. Das heißt, wir sind jetzt gerade so an dem Punkt, wo die Energie aus der vorangegangenen Runde, die Wärme, die im Auto steckt, noch reicht, um uns hier sozusagen durchzufüttern. Ein paar Kilometer weiter, es ist keine Sonne draußen, wird dann sicherlich die Heizung wieder anspringen und auch einen Wert ausspucken. Noch ein Wert für die Freunde moderner Technik. 120 km/h fahren wir aktuell. Ich habe mal die Motordrehzahl noch ausgelesen und die liegt aktuell bei 7530 Umdrehungen pro Minute. Wen es interessiert. Sehen eine 0 und noch eine 0, also 0 kW und 0%, 19 Grad Klimaeinstellung. Das finde ich ziemlich spannend. Wir sind seit 40 Minuten jetzt unterwegs und 70 Kilometer gefahren und 99% der aufgewendeten Energie landen hier bei dem, ich muss mal gucken, welches Auto ich habe, bei dem Style für den Fahrbetrieb in der Bilanz.
Das sind spannende Werte. Gucken wir mal, was der Trend hier. Wir werden hier gleich runterfahren von der Autobahn, nochmal Werte nehmen, was der Trend für Werte ausspuckt. Also das Auto, es ist keine Sonne draußen. Ich kann mal, es ist deutlich bedeckt. Ja, man sieht es hier. Es ist nicht so, dass die Sonne das Auto wärmt. Es sind 9 Grad. Es ist heftig Wind von vorne. Man hört es, glaube ich, auch. Der Wind reißt heftig am Auto. Da ist also auch eine gewisse Wärmeabnahme da, aber das Ding scheint so gut gedämmt zu sein, dass ich hier noch mit dem Rest von vorhin nach 40 Minuten immer noch gut klarkomme und das Auto eigentlich gar nicht heizt. Wir sind am Ziel unseres Tests. Wir sind insgesamt gefahren ab sozusagen Neuwagenübergabe 171 Kilometer. Ich sitze im Style, habe noch 29 Kilometer drauf. Der Gesamtverbrauch war ab Autohaus sozusagen 18 Kilowattstunden. Die letzte Runde war sozusagen Tempomat 120, sofern verkehrsbedingt möglich. Real eine 113 Kilometer pro Stunde. Bei mir hier im Style ein Durchschnittswert von 20,7 Kilowattstunden. Werfen wir noch einen Blick auf die Werte. 20,7 Kilowattstunden pro 100 Kilometer im Durchschnittsverbrauch. Da sehen wir den Wert. Und jetzt schauen wir hier nochmal ins Mitteldisplay auf die spannenden Werte. 99% für den Fahrbetrieb, 0% für die Klimaanlage. Also es hat schon gelegentlich da mal geleuchtet. Wir sehen auch, dass hier unten jetzt der Heating-Button leuchtet, aber so richtig geheizt hat er nicht und offenbar ist bei diesem Temperaturunterschied 10 Grad draußen, 19 Grad drinnen, die Wärmepumpe in ihrem Element, ohne dass mir kalt ist, macht er hier seinen Job fantastisch gut und ist trotz des Fahrtwindes offenbar auch wirklich sehr gut gedämmt. Schauen wir mal nach nebenan. Da steht der Friedmann, der den Trend hatte auf der letzten Runde, wie dort die Wertelage ist. So, da ist der Friedmann. Ich bin umgestiegen, sitze jetzt im Style. Wir nehmen die Werte, Restreichweite nahezu identisch, unterscheiden sich nur noch um 2 Kilometer. Die Autos sind also zusammengerutscht, weil der Friedmann war sparsamer unterwegs. 20,2 Reifendruck haben wir gecheckt, daran lag es nicht. Wir vermuten, der Verkehrsfluss war es. Wir sind also bei 120 auf einer gut besetzten Autobahn unterwegs. Deswegen hatten wir die erste Runde auch bei Tempo 90 gemacht, um diesen Einfluss zu minimieren. Und wir schauen auf die Werte. Und auch jetzt hier im Stand, wo er noch aktiv ist, heizt er jetzt gerade nicht mehr, aber 1% Gesamtenergie aufgewendet. Also auch hier ist er sparsamer gewesen. Unterwegs stand da mal eine 2, glaube ich. Unterwegs stand mal die 2. Aber jetzt wieder auf eine 1 runtergesprungen. Die zweite Runde haben wir nicht ganz voll gemacht, weil wir wollen ja noch zum Schnelllader. Unterdessen haben wir mal noch die Batterietemperatur gecheckt, die bei beiden Autos bei 25 Grad liegt. Geheizt hat da vermutlich niemand, sondern die sind einfach nur vom Fahren warm geworden. Auf der zweiten Runde war jetzt heftiger Wind. Wir haben die Runde auch nicht ganz voll gemacht. Verbrauch über 20 reicht offenbar aus, um bei jetzt 10 Grad Außentemperatur den Akku auch gut warm zu fahren. Gestartet also ungefähr bei 8 Grad Akkutemperatur. Jetzt, wo wir ihn fast leer haben, sind wir schon bei 25 Grad und fahren wir mal noch zum Schnelllader und gucken wir mal, wie viel an Ladeleistung jetzt bei diesen Außenbedingungen im Akku landet. Eine Verbrauchschallenge von der Autobahn hier zum Schnelllader. Hier steht der Schnelllader, da hinten stehen die beiden Autos. Ungefähr 18 Kilometer, 19 Kilometer waren es. Ich hatte 9,0 bei dir. 8,9 oder auch dann zum Schluss 9,9. Ah. Also Gleichstand, würde man sagen. Okay, gucken wir mal, wie schnell sie laden. So, der Style steigt ein mit 31 kW und auch der Trend lädt mit 31 kW. So, kommen wir zu unserem Testfazit. Wir testen ja sonst gerne mal die Vollausstattung, haben aber heute mit Absicht mal die billigste mögliche Ausstattung beim Hyundai Kona antreten lassen. Händlerpreis nach BAFA liegt irgendwo bei 30.000 Euro. Billiger kann man einen Hyundai Kona nicht kaufen mit der kleinen Batterie und der Ausstattung Trend. Die Wärmepumpe, wir haben vorhin mal einen Blick unter die Haube noch geworfen, ist nicht ein Bauteil, das da irgendwo verbaut ist, sondern ist eine komplexe Baugruppe. Wir haben also ein paar Verkleidungen abgenommen und sehen links am Rand ein paar Ventile und rechts tiefer gelegen auch nochmal ein Kompressor oder ein Wärmetauscher, glaube ich. Sind also einige Baugruppen, die dazu gehören und zusammen mit dem LED-Licht und der Teillederausstattung 3.500 Euro Preisunterschied machen. Was bedeutet das auf der Straße im Winter? Wir haben heute früh gesehen, als wir also bei 5 Grad mit einem kalten Auto losgefahren sind, dass der Verbrauchsunterschied doch deutlich war. Am Anfang, also im Dauer
Powerverbrauch fast 1 kW Dauerleistung. Bei unserer vergleichsweise moderaten Fahrt, also würde ungefähr entsprechender Landstraßenfahrt, wir haben nur die Autobahn gewählt, um möglichst den Faktor Mensch aus dem Test rauszuhalten und gleichmäßig fahren zu können, haben wir einen Unterschied von ungefähr 5% gehabt. Das entspricht 12,5 Kilometer. Und als dann das Auto einmal warm war und wir schnell gefahren sind, war der Faktor Mensch und Autobahnverkehr dann größer als der Einfluss der Wärmepumpe auf den Gesamtverbrauch. Da haben wir also keinen messbaren Unterschied mehr festgestellt. Ich lese schon die Kommentare, testet mal noch bei 0 und testet mal noch bei minus 5 Grad. Das machen wir gerne, wenn es denn diesen Winter noch mal kalt wird und wenn wir Autos haben. Denn prinzipiell sind wir ja bei Next Move auch dafür da, um Autos unters Volk zu bringen und euch die Möglichkeit selber zu geben, die Autos im Alltag zu testen und auch diese beiden Fahrzeuge aus dem Test bei uns zu mieten. Fazit ist also, ja, die Wärmepumpe hat einen Effekt. Vermutlich ist der Effekt, wenn es noch kälter wird oder das Fahrzeug mehrmals am Tag auskühlt, zum Beispiel wenn es halt steht oder man einen Außendienst hat oder im Pflegedienst oder ähnliche Szenarien, wo das Auto mehrmals am Tag aufgeheizt werden muss, bringt es doch Reichweite. Aber eben dann muss schon 5 Grad kalt sein, wenn es denn wärmer ist oder man schneller fährt, ist der Unterschied nicht so groß. An den Sitzen, jetzt wenn man auf die Ausstattung noch zu sprechen kommen will, finde ich, dass man auf das Teilleder auch verzichten kann. Das LED-Licht ist natürlich nice to have. Der Kona hat ein sehr gutes Licht. Da hat der Trend sicher seine Nachteile, aber die Wärmepumpe an sich sehen wir jetzt nicht als prinzipiellen Kaufgrund an. Der Akku ist auch so relativ groß. Und wir halten den Hyundai Kona Trend für kaufbar. Das war auch der Grund, warum wir die Autos bestellt haben. Umso schöner ist, wenn man es dann im Test auch mal bestätigt sieht. Ich hoffe, es war ein schönes Video für euch. Kanal gerne abonnieren. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Stefan und Friedmann. Geht so. Und noch ein Blick über den Zaun. Da hinten steht der Nachschub für Next Move.